Hallo, wollt ihr aus einfachen Zahlen mal schnell die Wurzel im Kopf ziehen, so auf 2 Nachkommastellen genau, ohne den Taschenrechner rauszuholen? Dann zeige ich euch hier 4 Tricks, mit denen das ganz einfach geht. Keine Sorge, ihr müsst kein Kopfrechenkünstler sein. Ich zeige euch hier 4 Verfahren, mit denen es sehr einfach geht. Tipp 1 ist erstmal die Quadratzahlen auswendig lernen. Die von 1 bis 100, die könnt ihr wahrscheinlich sowieso. Das ist nämlich einfach nur das kleine 1 mal 1. Und wenn wir jetzt mal schnell wissen wollen, was ist die Wurzel aus 49, dann ist das Ergebnis 7. Das ist klar. Ganz super wäre natürlich, wenn ihr die Quadratzahlen bis 20 Quadrat auswendig könnt. Ja, das geht auch leicht. Ich habe euch dafür ein eigenes Video gemacht. Schaut mal hier oben nach, wie ihr euch diese Zahlen ganz leicht merken könnt. Wenn ihr nämlich die drauf habt, dann können wir sofort sagen, Wurzel aus 289 ist gleich 17. Das macht schon mal Eindruck. Und auch wenn die Zahl unter der Wurzel keine Quadratzahl ist, 200, können wir zumindest sagen, das Ergebnis liegt zwischen 14 und 15. Und wo genau zwischen 14 und 15 diese Wurzel 200 liegt, das zeige ich euch im letzten Tipp. Bleibt also dran bis zum Schluss. Ich zeige euch jetzt erst nochmal den zweiten Tipp, wie man aus Wurzeln Brüche zieht. Das geht nämlich auch überraschend einfach. Wurzel aus 9 Sechzehntel ist nämlich dasselbe wie Wurzel aus 9 geteilt durch Wurzel aus 16. Wir können aus Zähler und Nenner getrennt die Wurzel ziehen und das Ergebnis ist dann hier Zähler die 3, Nenner gibt die 4. Das Ergebnis ist 3/4. Das ist schon mal gut. Und wenn ihr die Quadratzahlen bis 400 im Kopf habt, dann kann man natürlich auch eindrucksvollere Brüche die Wurzel ziehen. Wurzel aus 16 gibt 4, Wurzel aus 144 ist 12. 4 Zwölftel kann man noch kürzen, gibt 1/3. Wow. Dritter Tipp. Auch aus Dezimalzahlen lässt sich die Wurzel ziehen. Wenn wir Glück haben, wir können nämlich eine Dezimalzahl immer als Bruch schreiben, als wenn wir 2 Nachkommastellen haben, steht ein 100 im Nenner. Wurzel aus 256 durch 100 kennen wir schon, wie wir Wurzeln aus Brüche ziehen. Wurzel aus 256 ist 16, Wurzel aus 100 ist ja immer 10 und damit ergibt sich hier 1,6 als Ergebnis. Das ist auch schon mal schick. Da muss man natürlich Glück haben, dass hier gerade eine Quadratzahl entsteht. Aber oft ist das so. So, und in Tipp 4 kommen wir jetzt tatsächlich dazu, was passiert, wenn unter der Wurzel keine Quadratzahl steht. Was ist Wurzel aus 17? Und da können wir zumindest sagen, naja, Wurzel aus 17 muss zwischen 4 und 5 liegen. Und wo genau? Da verrate ich euch folgenden Trick. Wir nehmen die nächstliegende Quadratzahl, in unserem Fall also hier die 16, und schauen uns den Abstand dieser Zahl von dieser Quadratzahl an, in unserem Fall 1. Und dann gibt es folgende Näherungsformel. Die Wurzel ist dann ungefähr n plus d durch 2n. Also in diesem Beispiel Wurzel aus 17 ist dann die 4 plus Abstand 1 durch 2 mal 4. Das ist ein Achtel, also 4,125. Wow! Wir halten also diese Näherungsformel fest. Die Wurzel aus einer Zahl in der Nähe einer Quadratzahl ist die Wurzel aus der Quadratzahl durch die durch 2n. Hier in dem Beispiel hat man 4 plus ein Achtel gibt 4,125. Was ist der exakte Wert von Wurzel 17? Mit Hilfe des Taschenrechners sehen wir 4,123 und das ist eine sehr gute Näherung, wie wir sehen. Das reicht uns noch. Auf 2 Nachkommastellen ist das recht gut. Wie sieht es bei Wurzel 18 aus? Naja, dann gehen wir einfach hier mit dem d 1 höher auf 2 Achtel. Das ist ein Viertel, also 4,25. Der exakte Wert ist 4,242. Das ist auch schon recht gut. Es kann auch sein, dass wir näher an der nächsthöheren Quadratzahl liegen. Wurzel aus 24, da liegen wir in der Nähe der 5. Und wir sind 1 unterhalb dieser Quadratzahl, also minus 1. 2 mal 5, also 5 minus 1 Zehntel gibt 4,9. Der exakte Wert ist 4,899. Fantastisch. Das funktioniert natürlich auch mit Dezimalzahlen. Wurzel aus 27,3 beispielsweise, sehen wir, liegt zwischen 25 und 36, näher an der 5,
Also schreiben wir es gleich 5. Der Rest zur 25 ist 2,3 durch 2 mal 5 gibt 5,23 und der exakte Wert 5,225. Am eindrucksvollsten ist es natürlich immer, wenn wir große Zahlen unter der Wurzel haben. Was ist Wurzel aus 228? Liegt zwischen 15 und 16 und mit unserer Näherungsformel sehen wir 15 und wir sind noch 3 entfernt, also 3 durch 2 mal 15 gibt 15,1. Der exakte Wert 15,0997. Hey, das ist ja Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Je größer unser n ist, desto genauer ist das Ergebnis. Dolle. So, da habt ihr jetzt die 4 Tricks drauf. Wenn ihr Wurzelziehen von größeren Zahlen haben wollt, dafür gibt es ein anderes Video, ein komplizierteres Verfahren, das zeige ich euch unten in der Liste. So, dann viel Spaß!